Schön, dass ihr reinschaut bei TweakPC. Heute bei uns im Test was jeder Bastler von euch zu Hause braucht, nämlich Wärmeleitpaste und dabei die brandneue Arctic MX5. Die MX4 dürftet ihr alle kennen, viele von euch nutzen die sicher auch. Jetzt gibt es eben schon mal bei Amazon zumindest den Nachfolger. Wir haben uns zur Tube bestellt und wir schauen uns mal an, was die Paste denn so drauf hat. Da zum Zeitpunkt dieses Videos Arctic die MX5 noch gar nicht offiziell in Anführungszeichen vorgestellt hat, beschränken wir uns im Test auch mal einfach auf das, was wir selber feststellen können, nämlich Farbe, also Optik, die Kühlleistung und natürlich, wie sie sich verstreichen lässt. Wenn ihr euch die MX5 bestellt, dann kommt die in einer kleinen Kartonage zu euch nach Hause mit ein paar Infos drauf. Die eigentliche Wärmeleitpaste ist dann in einer Spritze drin, abhängig davon, welche Größe ihr euch bestellt habt, in einer größeren oder in einer kleineren. Was bei der MX5 jetzt natürlich auch noch auf den ersten Blick gleich neu ist, das ist die Farbe. Die MX4 war noch so ein Oldschool Mausgrau. Die MX5 hat jetzt ein erfrischendes Hellblau, Türkis oder auch Graublau, je nachdem, wie ihr das benennen möchtet. Daher von unserer Seite auch der Hinweis, auch aufgrund der Farbgebung von Kleinkindern und Haustieren fernhalten. Die könnten darin etwas anderes sehen als zum Beispiel Wärmeleitpaste. Ansonsten auch schon nicht elektrisch leitend die Paste, nicht erodierend und auch sonstige Eigenschaften, dass selbst wenn ihr ein bisschen was auf dem Mainboard verteilt, sollte da abgesehen von ein bisschen Sauerei nicht viel passieren. Weiterer großer Unterschied zwischen der MX4 und der neuen MX5, das ist die Viskosität, sprich wie flüssig ist das ganze Teil. Bei Zimmertemperatur ist die MX5 in unseren Augen deutlich flüssiger und somit für meinen Geschmack deutlich angenehmer zum Auftragen, als es die MX4 war. Die war immer relativ zäh, auch wenn es noch zähere Pasten gab. Das ist sehr nett. Wo ihr allerdings aufpassen müsst, ist mit der Spritze. Wenn ihr das nicht wisst, dann drückt ihr da ein bisschen ordentlich drauf, dann habt ihr da zu viel auf dem Prozessor drauf, eben aufgrund dessen, dass die Paste hier bei Zimmertemperatur deutlich flüssiger ist. Auch ansonsten vom Verstreichen her oder auch von dem Fädenziehen, das ist bei der MX5 bei uns noch ein bisschen vorhanden. Die MX4 war da allerdings deutlich schlimmer. Da habt ihr zum Teil ja dann den ganzen Schlons übers Mainboard oder den Sockel verteilt. Wenn ihr den Prozessorkühler abgenommen habt, das hat sich bei der MX5 in unseren Augen etwas gebessert. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum Hauptaspekt bei einer Wärmeleitpaste und das ist natürlich die eigentliche Temperatur, sprich der Wärmeübergang zwischen eurem CPU-Heatspreader und eurem CPU-Kühler. Da macht die MX5 in unserem Test eine gute Figur. Sie ist besser als die MX4, der direkte Vorgänger. Das ist schon mal das Hauptkriterium und auch ansonsten im Vergleich zu anderen Pasten lässt sich da an der neuen MX5 nichts Negatives feststellen. Und weil natürlich Kompaktwasserkühlungen auch in aller Munde sind, haben wir die Paste auch noch mit einer 360er IO getestet, um das Ganze mal grob einschätzen zu können. Das sind die Unterschiede im Vergleich zum Luftkühler noch ein bisschen marginaler, wie man auch hier in unseren Messungen entnehmen kann. Auch da macht die MX5 immer noch eine sehr gute Figur, muss sich allerdings zum Beispiel der Thermal Grizzly Hydronaut dann geschlagen geben, die ja speziell für Wasserkühler optimiert wurde. Die Arctic MX5 hinterlässt bei uns im Test dann einen hervorragenden Eindruck, lässt sich sehr einfach verstreichen, zieht weniger Fäden als die MX4, sieht zudem auch schick aus, wobei wir natürlich hoffen, dass ihr, wenn ihr den PC fertig zusammengebaut habt, nicht allzu viel von der hellblauen Paste seht, sonst habt ihr vielleicht ein bisschen zu viel genommen. Und natürlich Paradedisziplin bei Wärmeleitpaste, Kühlleistung, auch da macht sie einen guten Job und schlussendlich spricht auch noch der sehr positive Preis dafür, 20 Gramm für 17 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Von unserer Seite aus, wenn ihr eine neue Paste sucht, schaut euch mal die MX5 an. Für alle anderen, die vielleicht noch MX4 auch zu Hause haben, könnt ihr problemlos erst fertig benutzen. Da müsst ihr nicht in Panik verfallen, dass ihr irgendwas verpasst, wenn ihr jetzt nicht gleich die MX5 einsetzt. Ja, das wäre es soweit von uns. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch Fragen, Anregungen? Wollt ihr weitere Temperaturmessungen oder sonst was auf dem Herzen? Dann schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Da machen wir dann auch gerne noch für euch ein paar Nachmessungen. Ja, und ihr wisst, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über ein Abo und Daumen nach oben. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keines mehr unserer Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei TweakPC einfach wieder.